Wir schreiben das Jahr 2023. Die Umbauarbeiten der Shanty haben gefühlt ewig gedauert, aber schlussendlich sind wir soweit. Es schreit nun nach einem Segelturn. Mit in der Crew sind diesmal Tore, Andreas, Mohamed und ich, Ricardo. Im November 2022 habe ich eine Coronado 35 gekauft, um beim Studium darauf zu leben und längere Segelturns anzutreten. Das ist die erste Segeltour mit der Shanty 3. Wir haben das Ziel, die dänische Südsee zu erreichen. Seid dabei, wie wir uns langsam an die Shanty gewöhnen und erste Segelerfahrung mit ihr sammeln. Bevor wir jedoch ablegen, gibt es erstmal ein Briefing für die Crew. Ich erkläre euch jetzt erstmal das Boot. So, wie wir irgendwas machen. Also zuallererst die Feuerlöscher. Hier haben wir einen verteilt. Ist natürlich wichtig, einfach da drüben ist ein Splint, der muss gezogen werden und los geht der Spaß. Nur nutzen im äußersten Notfall, ist ein ABC-Löcher, kommt Schaum raus und dann sieht alles scheiße aus. Aber wenn es brennt, dann muss es ja sein. Vorne haben wir auch noch eine Sache, die wir wissen müssen. In der obersten Schublade sind kleine Wenzel und Seile. Ja? Also, falls ich sage, holt man ein Seil, da ganz oben. Ja? Klettern. Ja. Genau. Und dann haben wir hier noch ein paar Gurte, beziehungsweise ganz wichtig, falls mal oben sich was verhängt, ein Klettergurt. Wir haben ja Sprossen am Mast, da kann man dann hochklettern und sich sichern mit dem Spielfall. Funktioniert wunderbar. Und zusätzlich, wenn man das macht, gibt es da hinten diese Sicherungsseile, die macht man sich an der Seite ran, dann kann man um den Mast herum sich noch festmachen, aber das ist eine andere Sache, das ist bloß Short Instruction. Schwimmwesten haben wir hier hinten. Wenn wir hier einmal in den Schrank komplett nach hinten reingehen, sind hier hinten ganz viele Schwimmwesten, die wir uns rausholen können zum Anlegen. Ja? Die reichen auf jeden Fall für alle Leute aus. So. Wie man die anlegt, wisst ihr wahrscheinlich, ne? Mhm. Fahnenzeichen, weiß nicht, ob wir die jetzt benutzen. Also, kommunizieren müssen sie mit hier am Arsch. Wir haben hoffentlich ein Funkgerät an Bord. Genau. Ja, Funkgerät ist hier oben. Ihr kennt euch ja damit auch aus, aber normalerweise eigentlich bediene erstmal nur ich das Ding, denke ich mal. Wir sind gerade auf Kanal 13 von der Katwigbrücke, damit wir gleich darüber fahren können. Da muss ich gleich mal anrufen, by the way. Radio brauchen wir nicht unbedingt, das sind nur hinten Lautsprecher, ist auch egal. Erste-Hilfe-Koffer ist da hinten angebracht. Hier haben wir noch Notsignale. Hier war noch eine Sache zum Motor starten. Toro weiß das ja schon. Zum Motor starten muss das hier offen sein. Das ist der Gashebel. Beziehungsweise Dieselhahn. Ne? Wenn der zu ist, dann funktioniert der Motor auch nicht wirklich. Logischerweise. Diese Kontrollüberprüfung ist hier an der Seite. Ja? Da ist hier drin so ein Hahn. Der ist ganz hinten und blau. Den öffnet man. Ganz wichtig. Das ist der Dieselhahn. Das hier ist ein Hahn zum Diesel abzapfen. Also den nicht aufmachen, sonst läuft der Diesel raus. Und da hinten ist der Hahn, um zu kontrollieren, wie voll der Tank ist. Dafür muss man hier reingucken. Und da ist so ein Peilstab. Das machst du gleich mal kurz. Okay. Und dann kannst du mal kontrollieren, ob du siehst, wie voll es ist. Dann musst du jetzt die Öffnung, also den Strich finden auf der Skala. Die Striche sehe ich, aber ich sehe nicht, wo der Stand ist. Hier beim Schaltpanel haben wir einmal Funk und Navigation, muss zum Fahren immer an sein. Instrumente ist bloß die Beleuchtung der Instrumente. Motorraumlicht, wenn beim Motor irgendwas kontrolliert werden muss, dann ist hier immer Licht an. Wenn man einmal drauf drückt, hier ist auch der Öl- und Peilstab zum Messen. Ich weiß nicht, ob ihr das unbedingt braucht, aber erstmal zum Wissen, hier vorne ist der Keilriemen dran, das kennst du ja auch schon. Also wir gehen nochmal kurz nach hinten, das musst du auch wissen, Andreas. Also zum Motor starten müssen wir hier auswählen, welche Batterie der Anlasser wählen muss. Wir nehmen zum Starten eigentlich immer die Starterbatterie. Das ist die Nummer 1. 1 ist die okay. Wichtig ist, wenn wir umstellen müssen auf die 2, machen wir das nicht oben lang, weil dann geht man über Bauf. Dann werden beide
Packs parallel geschalten. Mhm. Das ist definitiv nicht gut. Ja. Also wenn dann unten lang gehen zum Umstellen. Ja. Das hier ist der Hauptschalter, damit macht man das ganze Boot tot. Also zumindest die Verbraucher. Mhm. Die Pumpe ist trotzdem angeschlossen. Das ist das Ding hier mit der Sicherung. Ja, das hier kennst du wahrscheinlich auch, oder kennst du das nicht? Nee. Das ist jedenfalls der Wasservorfilter für den ersten Kreislauf. Mhm. Da sollte ja nicht viel Dreck drin sein, damit auch eine gute Kühlung gewährleistet ist. Also erster Kreislauf ist sozusagen das, was im Motor reingeht. Genau, das wird hier angezogen aus dem Meer. Dazu ist auch wichtig, wenn man den Motor startet, muss der Hahn hier unten offen sein, was er aktuell ist. Sonst kommt natürlich kein Kühlwasser rein. Ja. So, einmal noch kurz da. Die Heizung. Oder kann ich auch noch vor Bord schmeißen? Jetzt nehmen wir so mit, oder? Ja, okay, jetzt Wollen wir ist sie es ein jetzt bisschen noch spät. Wollen wir sie jetzt noch wegbringen? Dann haben wir mehr Platz. Eigentlich wär's schon. Die Heizung brauchen wir nicht, ne? Also, nächste Sache ist beim Fahren, wenn wir es nicht brauchen, machen wir die Außenbordöffnung am besten immer zu. Das sind die hier. Jedes Waschbecken hat eine Öffnung. Das heißt, der Hahn muss zu sein. Immer wenn er quer zur Laufrichtung ist er zu. Genau das gleiche im Bad. Das machen wir nämlich auch gleich mal. Dann ist das jetzt auch zu. Wasser funktioniert trotzdem. Solange Druckwasser an ist, läuft auch Wasser. So, stellt mal nicht ab. Dann sind wir jetzt hier soweit durch, möchte ich sagen. Ja? So, aktuell sind wir jetzt unterwegs. Wir haben es geschafft, loszufahren endlich. Und ja, keine Ahnung, was soll ich noch erzählen? Wir hatten gerade schon eine lautstarke Auseinandersetzung mit dem Frachter. Wie es sich gehört. Aber soweit scheint jetzt wieder alles zu funktionieren. Ich klopfe mal wieder auf Holz. Nach der Ausfahrt vom Kühlbrand war natürlich wieder richtig was los. Das war ziemlich unübersichtlich, gerade weil die Fähren auch noch kreuz und quer fahren. Vom Seegang ganz zu schweigen. Der gelbe Luftballon hat das Ganze nicht besser gemacht. Jetzt haben wir einen guten Kollisionskurs mit der Fähre. Skyline von Hamburg, ne? Wir fahren hier gerade am Wrack vorbei. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es dann so nah an Land nicht rausholen, ne? Das ist der Uwe, der schwimmt. Nicht mehr schwimmt, meine ich natürlich. Ja, und von hinten kommt gerade ein Schiffchen. Ja, wir sind natürlich auf dem Verkehrstrennungsgebiet, müssen uns ein bisschen da mittig halten. Ja, was soll's. Nee, unter Segel setzen, damit die anderen ausweichen müssen. Halt gerade ein bisschen Kurs, beziehungsweise steht noch nicht viel drin. Ich trage mal schnell nach. Frachter ausweichen. Was? Kein Frachter ausweichen? Naja, er meinte Segel setzen, dass die ausweichen müssen. Ich glaube, das gilt beim Berufsverkehr nicht. Ich glaube, die werden da einen Scheiß tun auf jeden Fall. Die sagen sich, Alter sieht raus, aber macht keinen Schaden beim Schiff. Ich war letztens mit so einem Anlegerboot, oder so ein Festmacherboot unter so einem Anker, ne? Das ist natürlich übel, wenn du dir vorstellst, dass dieser Anker auf dich draufknallt und das glaube ich Ich habe ein Feierabend. Video gesehen, wo genau das passiert ist. Oh, da hatte ich auch Schiss, ohne Scheiß. Da dachte ich mir, oh, schnell weg. Zum Glück wird der Regen nicht stärker. Touristenapfel. Im Hintergrund ist ein AIDA-Schiff. Wir hoffen, die Verdrängung von dem Ding ist nicht so heftig. Aber ist schön leise, ne? Und links von uns ist noch eine Fähre hinter Ricardo. Die legt da gerade an. Das ist Wedel. Tiefgang passt. Kurs müsste auch halbwegs stimmen. Wir befinden uns an einer Wasserkante. Ja, auf jeden Fall. Das bedarf sich wegen uns, oder was? Ricardo, jetzt mach du. Das war der Schiffsgruß. Und die spielen dann immer die Nationalhymne von der Flagge von dem Land, der das Schiff fährt. Achso, also war es eine Show für die. Zu dem Moment sind wir auch gerade bei der Einfahrt von Wedel gelandet. Damit wir nicht auf einmal quer in der Einfahrt stehen, haben wir das Schiff noch eben abgewartet, um nicht dem Wassersog der AIDA ausgesetzt zu sein. Ich werde das nicht verstehen, wenn wir jetzt mit so einem Teil fahren. Wirklich. Das ist doch mega langweilig. Kannst du zu Hause bleiben. Also Action hat man auf dem Boot. Was? Action hat man auf jeden Fall auf dem Boot. Ja, obwohl ich auch zu Hause bin. Ja, das Anlegen war ein kleines Desaster, aber das wird bestimmt mal zu mal besser. Wir kriegen das hin.
Bestimmt. Ja, meine Instruktionen müssen auf jeden Fall noch besser werden. Eigentlich liegt es ja meistens am Steuermann. Wir sind aktuell noch in Wedel. Also haben wir es erst, sage ich mal, 4 Stunden weg von Harburg geschafft. Ist aber auch nicht schlimm soweit. Gestern hatten wir halt die Entscheidung, ob wir mit wenig Sprit aufbrechen in die Richtung Brunsbüttel. Aber wir haben halt bloß 30 Liter im Tank und da jetzt die Tage anscheinend wenig Wind ist, hätten wir da wirklich hinmotoren müssen. Und weil wir dann dachten, da wird es vielleicht doch irgendwann kritisch, weil 30 Liter reichen für 10 Stunden Fahrt. Hin sind 7 Stunden, eigentlich müsste das kein Problem sein. Aber dann kommt ja auch der Nordostseekanal, wo wir rein müssen, weil der Außenhafen ist halt noch gezeitenabhängig und ich glaube bei Niedrigwasser für uns schwer zu erreichen. Deswegen haben wir uns entschieden, auf Nummer sicher zu gehen und lieber hier noch ein bisschen zu tanken. Das Problem ist nämlich gewesen, wir hätten 7 Uhr losfahren müssen mit dem Hochwasser. Aber der Tankwart hat erst um 9 aufgemacht. Das ist dann natürlich problematisch, wo wir auf Nummer sicher jetzt mal gegangen sind. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, morgen weiterzufahren, relativ früh mit dem Hochwasser Richtung Cuxhaven. Cuxhaven eine Pause zu machen und dann gleich nach Helgoland zu brechen. Das wird, denke ich mal, ganz gut machbar sein. Am Dienstag wird es, also wir sind jetzt am Sonntag, Montag fahren wir dann nach Cuxhaven und am Dienstag soll es sogar ein bisschen Wind geben Richtung Helgoland mit einer guten Windrichtung, was uns natürlich dann in dem Moment in die Karten spielt und das wollen wir dann auch ausnutzen. Die Frage ist bloß noch, ob Tore sich das Ganze zutraut, aber das werden wir morgen entscheiden. Wir haben gesagt, wir ziehen morgen sofort die Segel und wenn alles glatt geht, dann fahren wir gleich weiter nach Cuxhaven. Und wenn er komplett die Hosen voll hat, dann müssen wir halt durch den Nordostseekanal gleich fahren. Aber das werden wir morgen kurzfristig entscheiden. Meine restliche Besatzung, die sind gerade auf dem Weg zum Strand. Da ich noch nicht komplett fertig geworden bin mit den letzten Reparaturarbeiten von der Elektrik, habe ich gesagt, ich bleibe noch hier und mache das eben noch fertig. Das ist, denke ich mal, auch keine schlechte Idee. Irgendwer muss es ja machen und dann ist man wenigstens für morgen gut vorbereitet. Ich gehe lieber vorbereitet an so einer ganzen Geschichte ran und dann damit dann halt auch alles glatt geht und damit man dann damit keine Probleme hat. Meine Arbeit besteht gerade darin, noch für den Pi den GPS-Sender zu verlegen. Der muss nämlich hier oben hin, damit er halbwegs gut Empfang hat. Das muss da oben in der Klappe natürlich und wird dann hier rein verlegt zur Elektrik. Ich glaube, die Elektrik habe ich euch noch gar nicht erklärt, wie ich das jetzt hier umgebaut habe. Aber dazu mache ich nochmal ein separates Video. Ja, dann ist es nämlich auch alles überprüft, ob alles funktioniert. Bisher sieht es ganz gut aus. 1, 2 Fehler sind mir noch aufgefallen, die ich vielleicht noch verändern sollte. Aber ich glaube, das ist nicht gerade ungewöhnlich und kommt relativ oft vor, dass sowas nach dem Konzipieren irgendwelche Schwachstellen noch auftreffen. Aber soweit scheint alles ganz gut zu funktionieren. Andreas hat schon angefangen, den Pi zu programmieren. Bisher hat es noch nicht ganz geklappt, aber das wird schon noch funktionieren. So, einmal einen kleinen Zwischenstand. Wir müssen uns jetzt langsam Bett fertig machen, weil morgen geht's los. Wir fahren nach Cuxhaven. Abfahrt ist 7 Uhr. 27 haben wir gesagt. 7 Uhr nachts, ja, und dann werden wir morgen hoffentlich gegen 11:30 Uhr schon in Cuxhaven ankommen. Ob das klappt, ist eine Frage, aber das werden wir unterwegs sehen. Durch bis nach Helgoland. Genau, das heißt morgen früh, der erste, der wach wird, macht den Motor an und dann geht's los. Ich dachte, ich mach's auch, bevor du mit dem Video anfängst. Was machst du vorher? Nichts. Wieso habe ich das Gefühl, dass es gleich ins Video kommt? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Also filmst du gerade, oder? Nein. So, also herzlichen schönen guten Morgen. So eine rote Lampe. Ah doch, da hinten. Dann müsste alles leuchten. Naja. Also schönen guten Morgen. Wir haben jetzt den 20.07., 20.08. Entschuldigung. Und es ist früh morgens so 7:30 Uhr, 7:10 Uhr. Wir haben gleich Hochwasser und deswegen machen wir uns jetzt auf die Socken. Dann fahren wir jetzt gleich Richtung Cuxhaven. Und gut aufkommen. Loskommen. So, haben wir alles gecheckt? Nee. Navigationssystem ist noch nicht an. Die hätten vielleicht doch zumachen sollen. Der Tau ist ganz schön doll.
Bei Brunsbüttel haben wir uns doch dazu überwunden, in den NOK einzufahren. Im Endeffekt hat uns Tore doch überredet. Noch hatte er etwas Angst, nach Helgoland zu schippern, obwohl beim Segeln alles super funktioniert hat. Man muss aber auch dazu sagen, das letzte Mal, als ich mit ihm rausgefahren bin, wurden wir von einem Seenotrettungskreuzer mit der Time Limit von Bremerhaven wieder nach Hause gezogen. Oben links in der Ecke wird euch das Video angezeigt, falls ihr es sehen wollt. Ein schlagendes Argument hatte er. Wir würden es den Tag noch nach Rendsburg schaffen. Da wir in Wedel schon so viel Zeit verschenkt haben, bietet sich das sehr an. Schon unglaublich, wie viel Strecke man schafft, wenn man vor 13 Uhr losfährt. Vor Langeweile im Nordostseekanal haben wir mit Fotoshootings angefangen. Aber ein Gedanke hat sich da in meinen Kopf angebahnt. Der ganze Stress mit dem Boot hat sich jetzt schon gelohnt, obwohl wir erst losgefahren sind. Und wir sind live. Mohammed ist hier am Steuer. Das macht er ganz bravo. Bravissimo. Wir müssen eigentlich bloß noch mal gucken, dass wir mal noch von Land wegbleiben. Tiefenmesser zeigt jetzt die richtigen, also nicht die richtigen Daten an. Wir vertrauen dem Teil jetzt nicht Sieht mehr. jetzt plausibler aus als davor. Ja, davor hatten wir mindestens 30 Meter. Das ist natürlich, ja, wir haben es erst geglaubt, aber nein, es funktioniert nicht. Das ist irgendwann gekracht. 20 Meter hat die Zeit gezeigt. 30 teilweise sogar. Ja, wir gucken mal, was jetzt hier drinnen abgeht. Und jetzt befinden wir uns in der Trap Boat Kitchen. Und hier ist Trap Tore am Start. Und der trappt hier ein, was ist das? Käselauchsuppe. Eine Käselauchsuppe. Käselauchzug bitte. Das erste Mal, dass ich eine Suppe auf dem Boot mache. Ja, ich weiß auch nicht, ob es so eine schlaue Idee ist. Ich glaube, bei der kleinsten Welle, ne? Ich meine, es hilft vielleicht ein bisschen, dass es hier schwingt, ne? Aber naja. Ja, mal gucken. Entweder verbrennt sich jemand. Toro, hast du dich schon verbrannt? Ja. Scheiße. Naja. Hauptsache es gibt keine Verletzten. Ja, von der Position her. Wir haben ja die Karten offen. Auf dem wunderschönen, nicht aufgeräumten Schreibtisch. Ja, hier müssten wir uns ungefähr befinden. Und ja, jetzt haben wir noch mal abmessen. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nautische Meilen. Das ist Rendsburg. 13, 14, 15, 16, 17. 17 nautische Meilen müssen wir auch fahren. Wir fahren 6 Meilen. Also so ungefähr pipapo 3 Stunden. Möchte ich behaupten, müssten wir in Rendsburg sein. Müsste ja beinahe passen. Bis 20:30 müssen wir ankommen, dann dürfen wir nicht mehr fahren. Ja, das passt schon. Jetzt geht es darum, den Tiefenmesser mal ein bisschen zu kontrollieren, damit wir wieder reproduzierbare Werte haben. Schauen, ob das klappt. Weil das ist ein Eisbrecher aus der DDR, glaube ich. Ah, interessant. Also das ist alles so Pi mal Daumen ungefähr. Wieso hat die DDR einen Eisbrecher gebraucht? Weil, keine Ahnung, Fischer oder sowas, weiß ich nicht. Ah, okay. Die Stettin. Aber gut mal gesehen zu haben, haben sie vorhin noch über Funk angesagt. Nun sind wir am Ende des Videos angelangt. Danke, dass ihr es bis hierher ausgehalten habt. Wenn es euch sogar gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Beim nächsten Mal geht es aus Kiel weiter über die Ostsee. Dann bis zum nächsten Mal bei Disaster Tours. Sam